Willkommen bei Kontext TV. Zu Gast hier bei uns in Berlin sind heute Elizabeth Murray und Ray McGovern. Beide haben jeweils fast 3 Jahrzehnte als hochrangige Analysten bei der CIA und anderen US-amerikanischen Geheimdiensten gearbeitet. Murray war bis 2010 Offizierin im National Intelligence Council und auf den Mittleren Osten spezialisiert. McGovern war als Mitarbeiter der CIA unter 7 US-Präsidenten für die morgendliche Berichterstattung im Weißen Haus verantwortlich und spezialisierte sich auf die Sowjetunion. Welcome to Kontext TV, both of you. It's a pleasure having you. Happy to be here. It's a privilege. I would like to start with a question directed to both of you. Ich möchte mit einer Frage an Sie beide beginnen. Sie waren 30 Jahre lang für die US-Sicherheitsdienste tätig und sind beide anschließend Friedensaktivisten geworden. Wie kommt das? Well, for me, it was a very straight line. I signed up with the CIA under John Kennedy to speak truth to power. Für mich war das ein gerader Weg. Ich bin unter John F. Kennedy zur CIA gekommen, um den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Und genau das habe ich 27 Jahre lang, also bis 1990, getan. Das war eine faszinierende Erfahrung. Die Leute in Washington konnten es kaum glauben, dass ich kein politisches Programm hatte, sondern nur dafür bezahlt wurde, die Wahrheit zu sagen. Aber genau so war es. Well, there could be and there was. Toward the end of my career, late 80s, Gegen Ende meiner Karriere in den 1980er Jahren wurden die Geheimdienste ein wenig korrupt und, wie allgemein bekannt, mit der Zeit immer korrupter. Da wollte ich nicht mehr dabei sein. Ich war mit 50 Jahren alt und erfahren genug, um in den Ruhestand zu gehen. Wenn ich also gefragt werde, warum dieser Wandel, dann antworte ich, nicht ich habe mich verändert, sondern die Geheimdienste. Sie haben angefangen, Informationen zu fälschen, um etwas zu rechtfertigen, das man seit den Nürnberger Prozessen als Aggressionskrieg bezeichnet. Schlimmer geht es nicht mehr. Für mich stand fest, ich muss da raus, und ich habe dann kurzerhand ein paar Freunde zusammengetrommelt und angefangen, von den ehemaligen Kollegen über ihr Verhalten Rechenschaft zu fordern. Dazu haben wir den Verein Geheimdienst Veteranen für die Vernunft gegründet, dessen aktivste Mitglieder Elisabeth und ich sind. So I think my journey began when I noticed that the upcoming war against Iraq was being built on a foundation of Mir wurde irgendwann klar, dass der bevorstehende Krieg gegen den Irak sich auf lauter Unwahrheiten gründete. Natürlich gab es keine Massenvernichtungswaffen, es gab keine handfesten Beweise. Aber von den Analysten wurde erwartet, Verbindungen zwischen Al-Qaida, Saddam Hussein und dergleichen zu finden. Und so sind wir entgegen allem internationalen Widerstand und trotz mangelnder Beweise in den Krieg gezogen, was mich sehr verstört hat. Ich wusste nicht mehr, ob ich einer solchen Organisation wirklich angehören wollte. Also habe ich angefangen, über alles, was im Geheimdienstwesen falsch lief, innerlich Buch zu führen, und so ist in mir die Entscheidung gereift, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe auch eine Zeit lang den Nahen Osten bereist und im Westjordanland und in Gaza die Gewalt gegenüber den Palästinensern gesehen. Mir wurde bewusst, dass viele dieser Ungerechtigkeiten letztlich Auswirkungen der US-Politik sind. Für mich war es daher ein Privileg, den Geheimdienst hinter mir zu lassen und über meine Erfahrung und meine Beobachtungen offen sprechen zu können. Damit leiste ich Aufklärungsarbeit, denn unsere Medien zeichnen oft ein ganz anderes Bild. Es ist einerseits eine Pflicht, aber eben auch ein Privileg, weil ich das alles von innen kenne. Tell the same story. So I see it as an obligation, and I see it also as a privilege because of what I experienced on the inside. Many people are fleeing from Syria, Afghanistan, Iraq. Viele Menschen fliehen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und afrikanischen Ländern in die EU. Was hat diese Flüchtlingswelle mit den Interventionen von USA, NATO und Europa in diesen Regionen zu tun? Alles. Alles. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich habe am Wochenende die Zeitungen gelesen. Wie viele Flüchtlinge soll Deutschland aufnehmen oder sollte man sie abweisen? Wie soll man sie behandeln? Sie verhalten sich ja sehr gastfreundlich hier in Deutschland, das muss man ihnen lassen. Aber keiner stellt bisher die Frage, warum diese 160.000 Menschen geflohen sind. Warum gibt es in und um den Irak 4 Millionen Flüchtlinge und weitere 4 Millionen aus Syrien? Why are there 4 million refugees from Syria? Well, the answer lies in what I mentioned before, the
Die Antwort ist, weil George Bush und Dick Cheney unbedingt den Irak angreifen wollten. Dabei haben sie sich nicht etwa, wie behauptet, auf falsche Geheimdienstinformationen berufen. Von Fehlern kann keine Rede sein. Es war Betrug, Manipulation. Teilweise wurden Informationen gefälscht oder sogar schlichtweg erfunden. Und wenn Sie fragen, wie werden heute Kriege gemacht, wie werden heute Flüchtlinge gemacht, dann ist die Antwort dieselbe. Das Chaos im Nahen Osten hat mit unserer Invasion im Irak angefangen. Ebenso wie unsere Schwierigkeiten mit dem Islamischen Staat und die Frage, was wir mit Syrien machen. All the troubles that we're having with ISIS and what to do about Syria. If the U.S. has any policy towards Syria, for example, well, it can be explained, in my view, by the fact that die Syrien-Politik der USA lässt sich übrigens sehr gut aus der Position Israels erklären, mit dem die USA ja stets auf einer Linie sind. Als israelische Regierungsvertreter vor 2 Jahren von Jody Redoran, der Chefin des Jerusalem-Büros der New York Times, gefragt wurden, welchen Ausgang sie sich für den Syrien-Konflikt wünschten, haben sie geantwortet, es mag etwas kaltherzig klingen, aber uns wäre gar kein Ausgang am liebsten. Die Journalisten fragten, wie bitte? Ja, wie gesagt, es klingt sehr hart, aber solange die Schiiten und Sunniten ihre Konflikte in Syrien und der gesamten Region unter sich austragen und zu keinem Ergebnis kommen, ist Israel de facto sicherer und braucht keine Bedrohung von Seiten Syriens zu fürchten. Then Israel is ipso facto safer. We feel no threat from Syria so long as there's no outcome. Now, I've Da zermartere ich mir das Hirn, um herauszufinden, welche Politik die USA in Syrien fahren. Dabei ist das die beste und stimmigste Erklärung. Man mag es kaum glauben, aber dieses Interview wurde auch tatsächlich am 6. September in der New York Times abgedruckt. Sie können es nachlesen. Jody Redoran of the New York Times spoke, and Miracle of Miracles that appeared in the New York Times on September 6, 2013. You can look it up. Welche Rolle haben ausländische Interventionen und Geheimdienste aus den USA, aber auch aus Deutschland, Großbritannien oder anderen EU-Ländern in Syrien gespielt? Ich weiß nicht, ob ich viel zur Rolle Deutschlands oder Großbritanniens jenseits einer gewissen Unterstützerfunktion sagen kann. Die USA haben Berater dorthin geschickt. Aber soweit ich weiß, hat Deutschland kein militärisches Personal entsandt. Aber die USA haben mit Rammstein einen Luftstützpunkt auf deutschem Boden, von dem aus Kommunikation mit Drohnen stattfindet. Dadurch ist Deutschland leider indirekt an einigen Angriffen und Manövern beteiligt. Deutschland spielt also in Syrien eine indirekte Rolle und hofft so vielleicht, nicht stärker in den Konflikt verwickelt zu werden. So I think Germany is playing an indirect role in Syria and perhaps doing so hoping not to get sort of further involved. But I think what's not being mentioned is the terrible humanitarian toll. Aber wir sprechen viel zu selten über die schrecklichen humanitären Konsequenzen. Es sind nicht hier und da ein paar Flüchtlinge, sondern ganze Länder werden entvölkert. Millionen von Menschen, nicht nur in Syrien, sondern auch im Jemen. Wo sollen diese Menschen hingehen? Und was bedeutet es für die deutsche Haltung gegenüber militärischen Abenteuern der USA in diesen Ländern, wenn Deutschland nicht mehr so viele Flüchtlinge aufnehmen möchte? Ich stelle mir viele Fragen zur künftigen Einstellung Deutschlands in Bezug auf die amerikanische Nahostpolitik. I have a lot of questions about what the future of German policy is going to be with the US policy in the Middle East. So. Könnten Sie näher erläutern, welche Fragen das sind? Well, how long does Germany intend to host this airbase? How long is it going to be until... Naja, wie lange will Deutschland noch diesen Luftstützpunkt bei sich dulden? Wann wird Deutschland endlich merken, dass es eine unmittelbare Mitschuld an einigen dieser Drohnenmorde trägt, insbesondere an unschuldigen Zivilisten? Deutschland war die letzten 70 Jahre lang immer sehr loyal gegenüber den USA und niemand traut sich daran zu rütteln. Aber was bedeutet das langfristig für Deutschland? Wird Deutschland nicht zur Zielscheibe des Terrorismus werden, wenn klar wird, dass die USA ihren Drohnenkrieg ohne deutsche Hilfe nicht führen könnten?
Inwiefern ist Deutschland verantwortlich für diese Todesfälle? What does this mean in terms of German responsibility for these deaths? We know there have been some lawsuits already by Yemenis and others against the German role. Unter anderem haben schon Jemeniten vor Gericht gegen Deutschlands Beteiligung geklagt. Ist es mit dem Völkerrecht vereinbar, wenn unschuldige Menschen getötet werden? Man will es vielleicht nicht wahrhaben, aber die Vereinigten Staaten, deren Bündnispartner Deutschland die letzten 70 Jahre lang war, haben sich nach dem 11. September drastisch verändert. Will Deutschland diesen Veränderungen ins Auge sehen? Das könnte eine Revision der deutsch-amerikanischen Beziehungen und auch der souveränen Rechte Deutschlands an Orten wie Ramstein bedeuten. Relationship with the United States and maybe revisiting Germany's sovereign rights on places like Ramstein. Laut eines freigegebenen Berichts der Defense Intelligence Agency wusste die USA schon 2012 von der Entstehung eines extremistischen islamischen Staates im Irak und in Syrien. Trotzdem unterstützen sie jahrelang syrische Oppositionsgruppen, die mit den Extremisten kollaborierten. Wie bewerten Sie diese Politik? Well, it's a complicated matter, but of course a lot of this is a direct result of US policy in Iraq. There were no Al-Qaeda. Es ist kompliziert, aber natürlich ist ein Großteil dieser Entwicklung unmittelbar der US-Politik im Irak geschuldet. Bevor wir den Irak angegriffen haben, gab es dort weder Al-Qaida noch den Islamischen Staat. Man musste kein Spezialist sein, um die Konsequenzen dieser Politik vorherzusehen, und das direkte Ergebnis haben wir nun. Die DIA hat zu Recht vor den schlimmen Folgen gewarnt und davor, dass der Islamische Staat die frühere Rolle Al-Qaidas übernehmen könnte. Aber die politischen Entscheidungsträger haben diese guten Ratschläge nicht beachtet. That our policymakers have to heed the good intelligence. That's the corollary. You have good intelligence, but es kann sein, dass die Geheimdienste zwar gute Informationen liefern, diese aber nie bis zum Präsidenten vordrängen, weil die Generäle, deren Karriere davon abhängt, Kriege zu führen, sie ihm vorenthalten. Oder aber die Informationen erreichen den Präsidenten, so wie unsere Informationen über Vietnam Lyndon Johnson erreicht haben. Aber er ignoriert sie aus politischen Gründen. In diesem Fall wollte er nicht der erste US-Präsident sein, der einen Krieg verliert. Und so wurde er der erste US-Präsident, der einen Krieg verliert. So I see a parallel between what happened in Afghanistan when the United States decided to support the Mujahideen. Ich sehe da eine Parallele zu Afghanistan, wo die USA die Mujahedin unterstützt haben, um die Sowjetunion zu verdrängen. Sie haben den extremistischen Taliban erlaubt, ihre extremistische Regierung zu gründen und die Sowjetunion aus dem Land zu jagen. Vielleicht kam es ihnen gelegen, den Islamischen Staat wachsen zu lassen, damit er die Assad-Regierung unter Druck setzt. Ich glaube, die USA wollten diese Möglichkeit nicht ausschließen und haben diesen Bericht daher absichtlich ignoriert. Und jetzt haben wir das Dilemma, so wie damals mit den afghanischen Extremisten, aus denen Al-Qaida und andere den USA feindlich gesinnte Gruppen entstanden sind, die dann den 11. September verursacht haben. The US and caused 9/11 actually. Now we have ISIS that's sort of metastasized throughout the Middle East. It's completely out of control. Nun haben wir den Islamischen Staat, der quasi den gesamten Nahen Osten infiziert hat und völlig außer Kontrolle ist. Wir haben die Geburt eines Frankenstein-Monsters zugelassen, obwohl unseren Politikern diese Informationen vorlagen. Aber offensichtlich fanden sie diese Idee gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir die Sache jetzt mit kühlerem Kopf angehen und die USA, die ja gerade ein Atomabkommen mit dem Iran geschlossen haben, können möglicherweise unter Einbeziehung Moskaus eine etwas vernünftigere Außenpolitik entwickeln. Ich hoffe auf eine Stabilisierung der Region, aber ich glaube nicht, dass es eine einfache Lösung für das Problem Islamischer Staat gibt. Die Lage ist völlig außer Kontrolle und das ist auch ein Beispiel dafür, wie sehr die Dinge aus dem Ruder laufen können, wenn Politiker die Analysen von Geheimdiensten ignorieren. It's just an example of how when intelligence analysis can be ignored by policymakers, there are consequences that are completely out of hand. In the past, and I know a little bit more history than
the most recent past because I'm older, okay? Früher, ich bin ja schon etwas älter, deswegen kenne ich etwas mehr als die jüngste Vergangenheit, wurden in solchen Krisensituationen die am stärksten Betroffenen zusammengerufen, vielleicht in Paris, Genf oder Wien, und haben sich an einen Tisch gesetzt. Ich könnte alle Länder aufzählen, in denen der IS aktiv ist, und die meisten haben kein Interesse an seinem Fortbestand. Saudi-Arabien ist eine Ausnahme, da es hauptsächlich verantwortlich für den Islamischen Staat ist. Why has it occurred to no one to bring people to Geneva or Vienna or Paris to sit around? Warum kommt also niemand auf die Idee, sich in Genf, Wien oder Paris an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir haben ein Problem, wie wollen wir es lösen und wie kommt ihr Saudis darauf, diese IS-Guerilla zu finanzieren? Nur so können Entscheidungen getroffen werden, die im Interesse der Mehrheit sind, wenn auch nicht unbedingt im Interesse Saudi-Arabiens. Aber umso besser, denn die Saudis und einige andere Staaten müssen endlich aufhören, den Islamischen Staat auszurüsten und zu unterstützen. What ISIS needs is to stop getting the kind of equipment and support that they're getting from the Saudis and a few other Gulf states. Welche Rolle spielen andere regionale Mächte in diesem Konflikt? Besonders die Türkei und Saudi-Arabien als Bündnispartner des Westens, die ja zugegeben haben, dass sie Gruppen wie die Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger Al-Qaidas, eine dem Islamischen Staat sehr ähnliche Gruppe, unterstützen und sogar bewaffnen. Well, all the secret services are involved, of course, and some people have tarnished military reputation as well. Now, natürlich sind alle Geheimdienste beteiligt. Und einige Leute haben auch den Ruf des Militärs beschädigt. Der General David Petraeus hat vor 2 Wochen vorgeschlagen, dass man doch diesmal Al-Nusra unterstützen und gegen Al-Qaida oder den Islamischen Staat ins Feld schicken sollte. Diese Leute haben keine klare Vorstellung davon, was unsere Rolle sein soll. Wir wollen moderate Rebellen bewaffnen, aber die gibt es ja nicht mehr. Wir haben etwa 60 davon ausgerüstet und ausgebildet, aber sie sind bei der ersten Gelegenheit zum Islamischen Staat übergelaufen. Ziemlich peinlich. Wir haben in der Region bislang im Großen und Ganzen dieselbe Politik verfolgt wie Israel. Kein Ergebnis, wir halten das Ganze weiter am Köcheln. Assad soll schlicht gehen, sagen wir. Das war übrigens ein großer Fehler. Wie kann Hillary Clinton als Außenministerin allen Ernstes Assad, den syrischen Präsidenten, zum Rücktritt auffordern? Sogar Präsident Obama hat das gesagt. Zumindest sagt so etwas jetzt keiner mehr. Und die Russen, wir und die Iraner kommen jetzt zusammen, um zu überlegen, wie sich der IS aufhalten lässt. Das stimmt mich immerhin heute hoffnungsvoller als die ganzen letzten Monate. How do we get out of this thing and stanch the advance of ISIS? That's a good thing. So I'm a little bit more hopeful this month than I have been in many months. Elizabeth, seit der Vertreibung Gaddafis, welche 2014 vom Westen militärisch unterstützt worden war, ist Libyen in sich zusammengebrochen und zu einem sogenannten Failed State geworden, mit einem anhaltenden Bürgerkrieg und einer kollabierenden Wirtschaft, obwohl das Land zuvor das wohlhabendste in ganz Nordafrika war. Wie beurteilen Sie momentan die dortige Situation und die Rolle der westlichen Intervention? I think Western intervention has everything to do with what Libya has become now, which is a chaotic state. At one point, we had fairly good relations with Gaddafi. Ich denke, dass die Intervention des Westens maßgeblich dafür verantwortlich ist, was heute aus Libyen geworden ist. Ein chaotischer Staat. Wir hatten mal relativ gute Beziehungen zu Gaddafi, aber dann wurde einfach zugelassen, dass er grausam ermordet wurde. Und unsere Außenministerin Hillary Clinton mokierte sich auch noch darüber, indem sie „Ich kam, ich sah, er starb“ sagte oder dergleichen. Dieses Verhalten verhöhnt jegliches zivilisiertes Miteinander unter Staaten. Leider ist Libyen heute ein Beispiel für humanitäre Intervention als Vorwand, um in anderen Ländern seine Interessen durchzusetzen oder sich dort Ressourcen zu sichern. Was den Wiederaufbau dieses Landes angeht, bin ich sehr pessimistisch. Ich sehe Parallelen zur Entwicklung im Irak. Der Irak wurde komplett zerstört und zerstückelt. Auch das zeigt, dass die USA nicht länger eine Politik verfolgen dürfen, die militärische Gewalt als Lösung vermeintlicher Probleme betrachtet. Wieso konnten sie sich nicht einfach mit der libyschen Regierung zusammensetzen und diplomatische Gespräche führen? For the United States to step back from its policy of using
military violence as a solution or as a way to solve perceived problems, why couldn't they have sat down and had diplomatic discussions with the Libyan government? Im Falle Syriens bin ich derselben Ansicht. Man muss Assad nicht mögen. Man muss Gaddafi nicht toll finden. Aber diese waren die legitimierten, anerkannten, gewählten Regierungen in diesen Ländern. Und gemäß dem Völkerrecht haben sie das Recht, als solche zu bestehen. Welches Recht hatten die USA, plötzlich und willkürlich zu entscheiden, dass diese Staatsoberhäupter weichen müssen? Das ist beispiellos. Wie würden die Leute es finden, wenn jemand Obama zum Rücktritt auffordern würde? Das ist ein weiteres Beispiel für eine fehlgeschlagene Politik der USA und anderer Länder, welche in diese Politik involviert sind. Hast du von deiner Seite noch etwas hinzuzufügen, Ray? Failed policy of the United States and of any involvement of other countries in this policy. Do you have anything you want to add, Ray? Well, just that, just as with Iraq, Libya has a lot of oil, right? And it's a special kind of thin oil. Genau wie der Irak hat auch Libyen viel Öl, nicht wahr? Und es ist ein spezielles Öl, das Länder wie Frankreich, Italien, England und andere gerne hätten. Es handelt sich in diesem Fall also um eine richtige Intrige unter dem Vorwand, man müsse die Guten aus der Luft vor den Rebellen beschützen. Die Russen und die Chinesen haben nur sehr widerstrebend dafür votiert. Aber sie wurden getäuscht. Es ging nicht nur darum, die Menschen im Nahen Osten zu schützen. Wir sehen hier den Ausdruck einer extrem arroganten Haltung. Im Jahr 1952-53 hätten wir, die Geheimdienste, vielleicht noch gesagt, Assad muss gehen. Wir haben das gesagt, aber nur ganz leise. Wir haben es nicht auf CNN gesagt. Assad muss gehen, holt die Briten an Bord, dann lasst uns zusehen, wie wir Assad stürzen können. Heutzutage sagen die Geheimdienste es nicht mal mehr im Geheimen. Assad muss verschwinden. Und Obama muss auch verschwinden? Was? Es gibt überhaupt keinen Sinn. Und jetzt leben wir damit. Die Russen und die Armenier sind nun gleichermaßen besorgt, was Assad betrifft. Ich denke, er sollte noch ein bisschen länger am Leben und noch ein bisschen länger an der Macht bleiben. Das wäre eine gute Sache. Ich meine, sehen Sie sich doch die Alternative an. Der IS. Ich bin nicht sicher, ob Obama und sein Beraterstab dieser sehr komplexen Aufgabe gewachsen sind. Sie haben jene ins Abseits gedrängt, die sich mit dem Nahen Osten oder Russland auskennen. Das ist ein großes Problem unserer Regierung. They have marginalized people who know about the Middle East or who know about Russia, and that is a major problem in our government. From the perspective as former Secret Service analysts and als ehemalige Analysten der Geheimdienste und US-Bürger, wie nehmen Sie die deutsche Debatte über die Massenüberwachung durch Geheimdienste wahr? Und wie unterscheidet sich diese von der US-amerikanischen Art, darüber zu diskutieren? Well, I would simply say that what happened after 9/11 was totally illegal under our Constitution. Nun, ich würde ganz einfach sagen, dass das, was nach 9/11 passiert ist, absolut gegen unsere Verfassung verstoßen hat. Die meisten wissen das auch. Der 4. Zusatzartikel zur Verfassung verbietet illegale Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Man muss dafür im Besitz einer gültigen Genehmigung mit glaubhaftem Anlass sein. Es gibt keine Rechtfertigung für das, was die USA getan haben. Es sei denn, wir sind alle mutmaßliche Terroristen. Mich wundert, dass es den Deutschen, die ja die Stasi kennen und zum großen Teil den Film Das Leben der anderen gesehen haben, heutzutage so gleichgültig zu sein scheint. Manche sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Nach Edward Snowdens Enthüllungen fragte jemand den Ex-Stasi-Oberst Wolfgang Schmidt: Was denken Sie über diese Menschen, die nichts zu verbergen haben? Er antwortete: Das ist unfassbar naiv. Genau deshalb werden die ganzen Daten gesammelt. Wer nicht will, dass die Daten gegen ihn verwendet werden, darf nicht zulassen, dass man diese Daten erhebt. Und er liegt damit absolut richtig. Sie werden nicht darüber entscheiden können, wie ihre Daten genutzt werden. Das entscheiden die Behörden oder Stasi-ähnliche Organisationen. Und Erpressung ist nur eine von vielen Möglichkeiten. So I was very interested in the outcome of the Netzpolitik scandal in Germany because
Ich war sehr interessiert am Ausgang des Netzpolitik-Skandals in Deutschland. Ich finde es wunderbar, dass die beiden Journalisten, die aufdeckten, wie der deutsche Geheimdienst seine Überwachungsmaßnahmen gegenüber der deutschen Bevölkerung hochfährt, sich weiter frei in Deutschland bewegen können. Ich fürchte, dass wenn dasselbe in den USA passiert wäre, diese Journalisten jetzt wahrscheinlich hinter Gittern wären, aufgrund des National Defense Authorization Act und andere Gesetze, die nach 9/11 erlassen wurden. That these journalists might actually be behind bars because of our National Defense Authorization Act and other sort of laws that came out after 9/11 that have really put a damper. Diese haben die US-Bürgerrechte beschädigt. Viele Menschen in den USA fühlen sich seit 9/11 nicht mehr frei genug, um offen über alles reden zu können. Sie machen sich Sorgen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass sie auf irgendeine Weise kompromittiert werden könnten. Leider gibt es in den USA diese verhängnisvolle Selbstgefälligkeit, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber eine große Rolle hierbei spielen auch die Massenmedien, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich denke, dass sie das Thema klein halten. So a big part of this is the fact that the mass media, both in the United States and in Germany, I believe, are downplaying this issue. There was an outpouring after Edward Snowden's revelations. Es gab nach den Enthüllungen Edward Snowdens eine Zeit, in der das Thema stark diskutiert wurde. Zu der Zeit bestand auch eine reale Chance, dass Edward Snowden nach Deutschland geholt werden würde. Aber auf einmal verebbte das Thema plötzlich. Und ich glaube nicht, dass heutzutage noch jemand darüber spricht, Edward Snowden nach Deutschland zu holen. Es wurde nicht zugelassen. Wir wollen unseren Verbündeten, die USA, ja nicht vor den Kopf stoßen. Ich mache mir Sorgen um die Bürgerrechte der Deutschen. Ich dachte zuerst, dass es sich nur um eine US-amerikanische Irrfahrt nach 9/11 handle, aber es weitet sich aus. Ein wichtiger Faktor ist meines Erachtens die untergeordnete Rolle des Themas in den Medien. Es ist nicht so präsent im Bewusstsein der Deutschen, wie es sein sollte. Ich hoffe, dass es auch in Deutschland Whistleblower wie Snowden geben wird. Ich hoffe, dass wir noch mehr der Wahrheit verpflichtete Journalisten wie jene von Netzpolitik erleben werden. Uns muss klar sein, dass sonst der Überwachungsstaat Überhand gewinnen wird. In den USA leben wir gegenwärtig in einem Stasi-Staat. Das kann man nur so sagen. Deswegen. Bitte setzen Sie Ihre Arbeit als Journalisten fort. Berichten Sie den Deutschen, dass sie sich der Gefahr der Überwachung bewusst sein müssen. Sie ist eine Bedrohung für uns alle. Please continue to do your job as a journalist and report this information and speak out about the need for Germans to be aware of the surveillance issue. It's a danger to us all. Thank you very much.